Willkommen zurück zu Yesterday Origins. Der 5. Teil vom Playthrough. Jo, ich sage auch nicht viel, ich lege direkt los wieder. Könnte unter Umständen sein, dass es der letzte Teil ist. Dann geht es morgen oder vielleicht heute noch, das weiß ich dann noch nicht, mit Invisible Hours weiter. Ja, ich einfach mal los. Der Westertoren, Turm der Westerkerk, seit ihrer Vollendung im 17. Jahrhundert die berühmteste Kirche in ganz Holland. Das ist ein bisschen nervig, ja. Kirche wäre ein deutlich besseres Motiv für die Leinwand des derzeitigen Stilllebens. 1889 gemaltes Stillleben, das du mitgebracht hast, damit Wiesel auf der Leinwand einen falschen Van Gogh malen kann. Wiesel macht das von ihrer geheimen Werkstatt aus an, wenn Gefahr in Verzug ist. Regelpolen. Mehr gibt es ja auch nicht zu sehen, glaube ich. Jetzt wahrscheinlich nicht weitergehen. Die Seile fangen ja nicht Sturz ab. Niemand hat es gehört. Nein, sehen nicht so aus, als wären sie Wieselträume. Wenn du ihr mit der Münze helfen willst, dann hast du dich geehrt. Und wieder kümmern uns noch schnell, sonst verpasst du deinen Flug nach London. Sieht gut aus, aber lass dich nicht täuschen, er ist nicht hier, um Wiesel zu überzustellen. Er schläft ganz friedlich. Er muss seinem Partner vollkommen vertrauen. Du kannst nicht zwei beidhändige Waffen gleichzeitig einsetzen. Na gut. Wenn du dich für Botanik interessieren würdest, dann wüsstest du auch, dass das eine Euphoriba Milli ist, auch als Christusdorn bekannt. Sind schrecklich alt. Unbekannt, natürlich. Natürlich dran, ne? Du solltest besser nicht hingehen, damit die Leute auf dem Schiff dich nicht sehen. Dann bleibt ja nur noch nach oben.
Und vom Dach aus klopfst, kannst du die Typen von hinten überrumpeln. Okay. Mal gucken, ob ich hier irgendwas eliminieren kann. Nur zur Dekoration, weil Wiesel in ihrem ganzen Leben noch nie gerudert ist. Das Holz ist von dieser Qualität. Sehr viel widerstandsfähiger als die meisten kleinen Bänder, das eine Gewebestruktur hat. So, was ist das? Scheint keine schlechte Idee zu sein, aber wen willst du denn überraschen? Okay, vielleicht machen wir das. Das war Choke, also John, der dir das Schwimmen beigebracht hat, oder? Ganz leicht an der Tür klopfen und dann vom Dach aus überrumpeln. Was dann? Wenn du an der Tür klopfst, während du auf dem Dach bist, kannst du ihm eins mit dem Paddel überziehen, wenn er rauskommt. Doch was ist, wenn er dich vorher anknallt? Der Plan funktioniert. Du klopfst vom Dach aus an, hinderst ihn am Schießen, indem du ihm den Rettungsring über den Kopf ziehst und dann setzt es was mit dem Paddel. Dann wird das auch reichen. Und der Plan steht fest. Jetzt brauchst du ihn nur noch durchzuziehen. Wie machen wir das? I hope you're not afraid of the dark. Die Hälfte der Arbeit ist getan, doch die Zeit läuft dir davon. Wenn du dich nicht beeilst, verpasst du deinen Flug nach London. Vielleicht kann ich jetzt hier hin, weil der andere ja pennt. PVC-Rohre, vielleicht für Wasser. Vielleicht ist PVC nicht gerade das beste Material, um daraus eine Waffe zu bauen. Aber vielleicht kann es ja so aussehen.
Vielleicht brauche ich jetzt doch noch einen Winkelschnitt. So. So misstrauisch Situation nur einen neuen Sinn im Leben suchen. Und zum Henker hat er seine Knarre nicht immer nach draußen genommen. Das wäre viel zu leicht, das Räuschen zu erledigen. Was nur, wenn ich da hinten mal hingehe? Also sonst besser nicht hingehen. Ich denke, ich sehe, wie aus. Wer das denn noch? Okay. Ich glaube, meine Tür hat schon früher gut funktioniert. Doch da der letzte Typ noch schläft, musst du dir etwas anderes überlegen. Bist du sicher, dass du Ringe werfen willst? Ja, warum nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ich kann jetzt doch hier irgendwelche Bäume bauen. Obwohl er nicht gerade dein Typ ist. Der Typ ist irgendwie ganz attraktiv, nicht wahr? Das sehe ich anders. Aber gut. Ist das so eine Idee, den Rettungsring an die Seile zu knoten, um... Yes. Du könntest ihn wieder K.O. schlagen, aber ach, der Honig... Süßen Augen. Ja. Aber ganz locker, Kollege.
Rohr nicht nach ihm werfen. Ja, das sehen, wenn er aufwacht. Das würde ihm sicher am nächsten gefallen. Wenn du es in den Rücken drückst, würde es für eine echte Pistole halten. Das ist nicht so einfach zu funktionieren. Also irgendwas fehlt. Machbar, aber irgendwas fehlt. Und diese Blume hier, wenn ich jetzt davon ausgehen, dass die irgendwas hier... hier irgendwas machen kann. Scheint ja nicht. Doch irgendwie auf den Seitenschneider dazugreifen. Ich war im letzten Urlaub zusammen mit John und Lenur besucht. Liesel ist nicht hineingegangen, sie hat an der Kirche auf euch gewartet. Neben dem Homo-Monument. Natürlich nicht an. Machen. Irgendwie irgendwas, den Schornstein da oder so. Also die beiden Teile brauche ich hier für die Abbauen. Kann nicht sein, schlecht Weg zu sein, aber reicht ja schon vollkommen aus.
Titel, Künstler und sogar das Gemälde an sich sind irrelevant. Wichtig ist die Leinwand. Sind die Leinwand, der Rahmen, der Umstand, dass es 1889 gemalt wurde. Die beiden Teile, die mich irgendwie voranbringen. Aber dann fehlt was. Erst reinwerfen, damit so tun. Das muss in der fucking Linie sein. Man kann die doch nicht so umsonst angucken, oder? Julius Kopfchen geschrieben wird. Kann man auch alles schauen, was da steht.
Okay. Das kann man nicht alles tun. Echt keine Ahnung, was ich machen könnte. Muss eigentlich irgendwas mit der verdammten Bühne gemacht sein, oder nicht? Irgendwas muss ich ja wahrscheinlich übersehen. Irgendwie nicht anders vorstellen. Wieder mit dem Klebeband Dorn abreißen oder sowas. Zum Händler hat er seine Knarre nicht mehr ablaufen. Zu gefährlich, sich ihm zu nähern, und wenn er aufwacht, wird er merken, dass er Karten nicht dabei ist. Das bedeutet leider, dass wir nicht die gleiche Strategie wie beim anderen wenn du ihm das in den Rücken drückst, wird das dann echt Pistole halten.
So, ich möchte ehrlich sein, ich werde mal einen kleinen Blick in die Lösung riskieren. Weil ich echt nicht weiter weiß, was ich hier machen soll. Dann was. Ja. Das ist am anderen Ende des Blutes. Das Klopfen, das haben wir gemacht. Ja. Es wurde einfach wieder was nicht angezeigt. Ich kann nämlich die blöden Seitenschneider doch mitnehmen. Aber es wird nicht... Ah, jetzt wird es angezeigt. Ja, dann ist das... Hätte das Ganze viel einfacher sein können, wenn ich das gleich funktioniert hätte. Oder wenn ich richtig genug angegangen wäre, ich weiß es nicht. Jetzt kann man nämlich hier was abschneiden. Einen einzigen Dorn. Und schon hat das Rätsel Lösung ist hier. Das mache, das. Ja. Perfekt. Hoffen wir mal, dass auch dieser neue Plan funktioniert. Many thanks for your gun. I'm in serious need of a real one. Well played, miss. You have our undying respect. Now, tell us what you want. Untie us, and we'll kill you. Respectfully. Marcus, are you stupid? No. As you know, my IQ is 21 points higher than yours. I was negotiating with the miss here. She tricked us big time, so she's not stupid either, which means your negotiation is not going to fool her. I believe the point here is that our logical movement implies redirecting our bad start with the miss toward a relationship based in honesty. Holy crap. I'm all for honesty, but she starts. Thanks, Julius. First and paramount, we're here for something related to a certain post-impressionist from Zundert. Would you please be so kind to tell us where the lady of the house is? What for, if she just told you herself? Make yourself comfortable, guys. You're a mega rat. 100% mega. Come here and give me a fucking hug. Weasel! Tell me it's not you who took those two idiots down. You didn't see it? You used to have cameras. I still have them. But I was taking a nap. I was so bored I just woke up now. What? I suppose you saw the two guys with guns up there? Are they freaking you out? I remember I gave you a contact to buy a gun. Weasel? Okay. They are art collecting specialists. They manage conflictual situations in unpeaceful ways. I should have given them something related to the canvas I asked you to bring here. I should have, but I didn't.
They're not from here. Who do they work for? For my client. Someone whose name I don't know, of course. Probably they don't either. They're alive after all. You agreed to meet here? Who do you think I am, Rot? We'd agreed to meet in a small airport on the outskirts of Hilversum, about 15 miles from here. It seems they were coming in a private aeroplane. I don't know how they found me, but who cares now? Were you already down here when they came? Yeah, there was a macho plumber fixing the boat's pipes. I came here not to puke in his face. These two sons of bitches scared the shit out of him. Ha! He ran out of here like crazy. How long since they arrived? No idea, I just had breakfast. Early evening, I guess. I brought what you asked me for. An original by an unknown painter with the canvas and frame from the Netherlands. Would you just tell me what you want it for? In brief, I'm going to paint a new Van Gogh using your canvas and its pigments. I'll use a new forging system. 100% mega. Now I just need a subject. You want the canvas and frame from 1880 so your forgery passes the dating tests, don't you? That's it. You'll scratch the paint from the canvas and mix it again to paint the forgery with it. Is that right? 100% correct. You've gentrified, Rat, but you still remember the business basics. I got you there, huh? It's Mega, Rat. An AI that stores data from paintings of all given artists in any given period in the world entirely. Brush strokes, texture, shape, color, composition, absolutely everything. Then you feed it an image and it transforms it in the style of the analyzed painter. Finally, a simple robotic arm does the rest. And do they fall for it? Do you remember that new Tintoretto they found a year and a half ago? No way. No? How do you think about this boat? You say you still need a topic? Yeah, something Van Gogh could have painted. I should have looked for something, but who cares? Hey, what if you find it for me? Take a picture with this. I wouldn't be able to. My hand is 100% unsteady because of my hangover. I got you there, huh? It's mega brushstroke. Then you feed it. In the hidden folder on my private server, there's a subfolder with a 3D model of an ancient coin. You need to 3D print it in gold. 100% no. I just saved you from those jerks. I can't print gold. Do you know how much one of those printers costs? But I can print it in ABS filaments and then coat it in gold. That'll work, I guess. Just bring me some gold, between 6 and 9 grams, depending on the purity. I still haven't taken a single photo you can use for the Van Gogh. And instead of doing what you're supposed to, you came to update me on nothing. How intelligent you are. You were supposed to come to Paris 2 days ago. What happened? A party happened. Oh, yeah. You were just standing here, the party came, and despite your protestations, it just wouldn't leave? You know how it is. Did Lemur come? No, forget her, big time. Hacker reformed. Hacker buried. How long did the party last? 3 days. Not bad. Now your parties are all about tea and cookies? What's got into you? Come on. A party at Weasel's and the house doesn't collapse? Everything is clean. Paris was different. We were broke. Now I hire a cleaning service beforehand, even a plumber. Yeah. Cleaning the pipes the day after your parties was just like, Did a lot of people come? Yeah, I guess so. You guess? Yeah, do you remember Squirrel?
She lives here. She came with a couple of chicks and... Well, we closed ourselves in here with everything we needed, and it was mega. So you held your own private party inside your own private party? You haven't changed a bit since Paris, have you? Someone has to keep the essence alive, man. Lem are married. You with a guy. Fuck, there's a chick that became a cop. Mole. Don't pretend you don't remember her. Hey, who cares? The old gang is dead, but I'm not. Okay then. Let's talk about John. Oh, kids, why did I ever mention it? No, that's not the problem. Well, yes, we have some differences there, but nothing serious. The problem is that when he has something on his mind, he forgets everything else. Even me. He's a man rat. They're just like poorly optimized, non-customizable, and they cost more than they're worth. Yeah, like you know so much about men. Usually I take it okay, but the other day I got mad and he rushed off. I'm not sure how he's gonna be when he comes back. Do you regret it? Truth is that I don't regret protecting him. He's much weaker than I am in many respects, but only if I hadn't gotten mad. You won't find anybody like John. He's special. I can't believe my friend Weasel is saying this about a guy. Hi, my name is John Yesterday. I'm 500 years old, yada, yada, yada. You really thought I wouldn't notice you had another hidden folder beside the one we share on your server? Sie weiß es. Sich über Wiesel aufzuheben bringt nichts. Also, Oh, yeah. And you think he's crazy as a loon. No, Rat. When you've used as much as I've used, you learn to tell reality from imagination. What? But you never said anything. Not even when I asked you for the coin. We have too many unfinished issues. When we finish with them, you tell me if 500 years are enough for a man to find a clitoris. Okay then. Let's talk. Oh, kid. No, that's not the problem is that... He's a poorly... Yeah, usually I take it okay. Do you regret it? Truth is, I don't regret, but only if I hadn't gotten... You won't find any... I can't... Hi, my name is... You really thought I... Oh, No, Rat. what? Not even when... We have two... When we finish... Wiesel hat braune Augen, doch die hast du nur einmal gesehen. Kontaktlinsensammlung ist legendär. Gehören zu den wenigen, die einem keine Angst anmelden. Und was besteht das? Ein feministisches Faustsymbol, 100% Wiesel. Der Gleiter, das Hacker-Symbol Nummer 1. Mit Reden brauchen wir dann aber schon auch nicht mehr. Der Wechsel nach unten. Kann ich schon machen. Der Brille und den Koteletten nach zu urteilen, hat er 1972 Stopp gerufen. Englischer Tweet, das Gegenteil von billig. Die Handschuhe könnten darauf, das sieht ja nicht aus wie Handschuhe, die Handschuhe könnten darauf hindeuten, dass er methodischer vorgeht als der andere Typ, oder vielleicht erledigt er auch einfach alle Drecksarbeit. Aber jetzt nichts.
Are you still thinking about killing me if I untie you? Yeah, we're gonna kill you, but very respectfully. Why can't you just bloody well pretend for once in your life? Klar, sterben ist für dich an sich kein Problem. Aber mit einem Gewicht an den Füßen in einem Fluss wieder zum Leben zu erwachen, dann schon. I know you came here for a Van Gogh. Fake Van Gogh, mind you. Who cares? The thing is that only Weasel can give it to you. That's the bloody truth. Which means that if I untie you, you'll spare her life. Sure. She'll be in for some torture, though, obviously. Here we go again. Think, Julius. She's 3 days late. She's obviously in need of some serious motivation. Let's help her. So, you have an airplane near the city. What if we do? Yes, miss. I want you to take me to London tonight. Oh, do you? Well, I'm afraid we can't fly if we're tied up here. My brother here's got a valid point. But the real problem is that if you untie us, we'll kill you. So, even if we fly you there afterwards, well, I assume you'd rather visit London as a living being. Am I right there, miss? Yeah, basically. One moment, Marcus. She wants something. Let's assume we help you. What will you give us in return? Well, you're my prisoners. You'll be free again. I'm not sure you want to seal that deal, miss. You'd need to untie us before we fly, thus giving us free rein to kill you. Thanks so much for pointing that out, Marcus. You're welcome, brother. Let's say I won't kill you. Fair enough. You certainly are an effective negotiator, miss. Wait there, Marcus. She's not killing us. Why? How do you know that? I would certainly kill us. She's bluffing. She's not a murderer. Look at her eyes. I don't quite follow you. Then just take my word for it. You're good at logic and gore. I'm good at art and people. No deal, miss. I'll pay you for it. Good hard cash, tax-free. Oh, so she's Mrs. Trump now, is she? If you're in the art collecting business, you obviously know who Victoria Baxter is. We offered her our services, but she wouldn't have them. But she has mine, and I just closed a good deal with her. Let me express my deepest envy, miss. No, wait. Is she lying, Julius? No, she isn't. Just look into her eyes. How many pounds are you willing to pay for the ride, miss? What about 2,000 pounds? Well, what about multiplying that by 20? Vorsicht, 2000 mal 10 und 20 sind 40. Okay, but taking half off. Only if we add a percentage that makes me forget the awe in my face and the other affronts. Let's say 35%? Good. But did I say tax-free? I didn't mean it. We'll apply French taxes, of course, because that's where I come from. Fair is fair. Then we're set for, I'm gonna need a calculator. Oh, no you won't. Marcus? £29,487.17. Seriously? Is it too much? Okay, gentlemen, we have a... Wait. This has been way too easy, miss. You must be really desperate. And that's... well, that's kind of scary. You must tell us why you're so desperate to get to London, or there's no deal. You know Coleridge's? Like the palm of our hand, miss. That's just not true. I'll never study the palm of my hand by heart, nor yours. There's this 1830s chest decorated with ancient coins that they're auctioning off tomorrow. One of those coins belonged to my partner in the past. I gotta get it back. Oh, I see. And I guess you already have the key to Coleridge's door. We've been trying to get in there for months. The alarm system is just a work of genius. Not a problem. Let's say that Weasel is not the only tech-savvy girl on this boat. Julius, this could be a new beginning for us.
Yeah. Well, fuck Mr. Dickhead. We could establish ourselves on our own. Okay, let's say I believe you. If you manage to get all three of us in there, then your plane tickets are on the house. You don't? Then you pay us. Marcus? £29,487.17. Okay, gentlemen. We've got a deal. When my friend Weasel gives you the Van Gogh, and when she's safe, I'll untie you, and we'll be off. Erzählen. Oh, die benötige ich. Fashion Statement oder Kampfspuren. Aufrecht, im vollen Einklang mit den ungeschriebenen Regeln der Coolness. Silber, nein, reiner Stahl. Zu schade, dass es kein Gold ist. Leider Goldzähne, die können wir uns doch schnappen. Was ist denn mit seiner Jacke los? There are some things I don't get about what you do. Who do you work for? We'll never tell you. We don't even know our boss's name. We call him Mr. Dickhead. It's an extremely funny name, says Julius. You don't strike me as murderers. Well, I've never killed anyone. The violent part is Marcus's department. True. The only time Julius was involved in a fight, he lost 3... Don't you dare go there. Oh, okay. I won't tell her about the teeth. He cried and complained for days on end. Mr. Dickhead called him the chicken word. I'm not a chicken! You know Van Gogh's place of birth? Well, miss, I did graduate in fine arts. With a master's degree in blood painting, I guess. Look, I just have this eye for art. It takes a very good forgery to deceive me. How on earth did you decide to take up this particular line of business? We analysed the market. Then took what Marcus is good at, then what I'm good at. This was the most logical, practical, profitable, self-realization job available. Überraschung ist ja jetzt weg. So, schließen. Wiesel braucht Gold, um gefälschte Münze damit zu überziehen. Julius und Marcus fliegen dich nach London und helfen dir gegen ein fürstliches Entgelt in das Auktionshaus zu kommen. Ich habe 3 Goldzähne. Wiesel braucht Gold, um gefälschte Münze damit zu überziehen, und jemand hat Gold, also... Würdest du dich wirklich trauen, Julius mit dieser Zange die Goldzähne zu ziehen? Schiff verdankt Wiesels Lebensphilosophie seinen Namen.
klagt an Frank, habe die Kirche von ihrem Versteck aus sehen können. Ja. Als Van Gogh? Ja, perfekt. Trotzdem mal hier lang gehen. Jetzt auch mal nach oben lenken. Überlegst dir das Rad näher zu holen. Davon hättest du ja gar nichts. Das Rad ist ein Motorrad. Naja. Vielleicht reicht das ja schon als Foto. Obwohl, warte mal. Ist wieder raus. Raus. Welches Boot am Strande von Sainte Marie de la Mer? Könnte das als echter Van Gogh durchgehen? Wohl kaum. Da hätte ich auch nicht erwartet. Gefährliche Nacht auf dem Rhein. Wenn die anachronistische Glühbirne nicht wäre, würde es einen perfekten Van Gogh abgeben. Ein bisschen anders. Ich werde mich nochmal mit dem Typen unterhalten hier. Julius hat einige Goldzähne, soweit so gut. Du brauchst Gold und Julius hat Reliefs, soweit so gut. Wird der Julius wohl erlauben, ihm seine Goldzähne zu ziehen, damit Weasel die falsche Münze überziehen kann? Hey, Julius, I see that you got some gold teeth. Yeah, but that's none of your business. Actually, they are. I need them ever so badly. No way, Jose. You don't want to do that, miss. He screamed when they removed the real ones. He screamed when they put the golden ones in. He'll surely scream if you remove them now. But don't worry, Julius. I won't use the word chicken on you. Hey, you know what? They're all yours. Go on, remove them. Okay. Üble Sache. Say, miss, do you think that the word crybaby applies here? Fuck you, Marcus. You know I can't do that, Julius. You wanted gold? You got it. Here, you are a resourceful rat. Now you go chat with your pals up there before you get bored here.
I'll need about 4 hours to get this done. Good thing I solved the plane thing with Julius and Marcus, because I'm not going to be on time for the flight to London. What do you think of the Westertoren as a topic for the new Van Gogh? I think it's perfect. Now you go chat with your pals up there before you get bored here. I'll need about 4 hours to get this done. More or less the same I'll need for the coin. Guys, are you ready to leave for London? Finally! Here's what we're going to do. Please let me tell it, miss. I'm good at these things. You will untie us and give us the false Van Gogh. Arrangement closed. We will walk for 6 minutes to the closest taxi stand, where we'll wait between 7 and 9 minutes. We'll take off as soon as we get to the aerodrome, and you'll sleep instantly. You'll wake up when we land at Elstree Aerodrome on the outskirts of London. We will get our car back, drive to our flat, and prepare our plan to sneak into Coleridge's. We will get in by the side alley. Miss, you'll have 45 seconds to disable the building's alarm network. I dare say you'll do it in 43. Once we're inside, Julius will say, The piece you're looking for must be in room 12B. but I'll disagree. You're wrong, brother. It's in 8A. I'll be right as always, and when I remind Julius of that fact, he will say, Why do you always say what I'm going to say before I can say it? and I'll answer because I'm good at recognizing patterns, and you only have a few of them. And you will say, Shh. Will you shut up and stand guard? you will extract a coin from an antique piece, then replace it with another coin, and we will run for our lives. Julius will want to celebrate, but you'll say goodbye very quickly, and you'll return to Paris to meet up with your boyfriend and probably have sex with him. But I'm not 100% sure all that is going to happen. Das ist doch mal ein Plan. Did they take John? There was nothing I could do. They took him on a boat, and I'm really sorry, Rat. I wish I could tell you where they are. You don't need to. Rue Saint-Lison-des-Allers, 17th. Is that in Saint-Germain-des-Prés? Yes, it's a mansion. Total snob land. If the mansion has a courtyard, it must have a sewer. And if there's a sewer, I can help you sneak in. Muss ich den auch gar nicht machen, oder? Baxter won't be back for a while. I hate waiting. Let's take a walk. We could surely use our 2 hours of daily exercise. Is it safe to leave the guy untied? Though he can't escape. And even if he could, he won't. Not without me. I mean too much to him. Besser eine wieder Größe da, damit es weniger auffällt. Das sind verschiedene Größen. Der Rollstuhl bekommt immer einen Stoß versetzt, wenn er über diese hochstehende Fliese rollt. Und der alte Mann beschwert sich darüber. Ich damit die unebene Stelle ausfülle. Was für die denn so bleiben?
Meldest dich bei deinem privaten Server an, um dir den Livestream der Kameras anzusehen, die du in dem Neo installiert hast. Anscheinend haben die ihn in den gleichen Raum gestellt, in dem sich John zufolge Baxter das erste Mal mit ihm getroffen hat, als er in die Villa kam. Das Buch, nach dem John in New York gesucht hat, und es dann laut Mole in den Katakomben von Paris zu finden. Offenbar Amanda Royce, die Ex-MI5-Agentin, die deinen Recherchen im Deep Web zufolge für Baxter arbeitet. Eines der vielen japanischen Kunstwerke, die Baxter deinen Recherchen zufolge erworben hat. Du schaust in dem Raum mit dem Neo und nach dem Rechten keine besonderen Vorkommnisse. Was kommt da denn? Das waren jetzt 2 Stunden. Oh. Today, I will die for the last time. It seems amazing, impossible, but last. Die Öffnung in der Kiste ist groß genug, um mit deiner Hand hindurchgreifen zu können. Eine kleine Kiste, etwa 38, 38, 38. Okay. Ja. Maybe we should start prepping the piano hall for that thing they want to do with John yesterday. Not yet. No, don't move my table yet. You can take it up when Baxter gets back. Ouch! Oh! Der Große hat sie abgeschlossen und nach dem, was er gesagt hat, könnte John in dem Raum dahinter sein. Nachdem du dich vergewissert hast, dass sie geschlossen ist, lässt du schnell einen Blick hinein. Eine Treppe führt neben einem Aufzug nach unten. Okay. Die Öffnung in der Kiste ist groß genug, um mit deiner Hand hindurchgreifen zu können. Okay. Hiermit. Die Öffnung in der Kiste ist groß genug, um mit der Hand hindurchgreifen zu können. Soll ich das jetzt mit irgendwas kombinieren hier oder was? Die Öffnung in der Kiste ist groß genug, um mit deiner Hand hindurchgreifen zu können. Ah. Eine kleine Kiste, etwa 38 x 38 x 38. Ich muss mir die erste nochmal angucken hier. Eine mittelgroße Kiste, 64 x 64 x 64. Okay, und diese Kiste. Die Öffnung in der Kiste ist groß genug, um mit deiner Hand hindurchzugreifen. 89, 89, 89. Würde ich locker hineinpassen. Okay. Muss ich wahrscheinlich die beiden
Kisten austauschen. Die Kiste, die du bei dir hast, ist etwas größer. Den erst an Lenny würde den einfach viel zu viel merken. Die hier. In Spanish, my mother tongue, someone once translated the bards to be or not to be as to live or die. Well, that's about right, isn't it? Oh, how wrong you are. Oh, again. It's not about death. It's about not being. Non-existence. Das ist jetzt das hier. Kisten an. Die Öffnung in der Kiste ist groß genug, um mit deiner Hand, ja bla bla bla. Ja. Zwei gleich große nehmen. Oh, oh, damn floor. Let's change sides. Die größte Kiste ist groß genug, um die weit hineinklettern zu können. Das Gerät überwacht seine Vitalfunktionen, die auf dem aufsteigenden Ast sein dürften. Schicker Rollstuhl mit Eigenantrieb. Du könntest das Ding hacken und mit Dynamit füllen und dann, wenn er den Knopf drückt, macht es Bumm. Wie bei der einen Sache neulich im Fernsehen. Obwohl er nicht mehr der Mann ist, den dein Vater in seinem Tagebuch bezeichnet hat, brauchst du nicht lange, um den Gründer des Ordens des Fleisches wiederzuerkennen. Ein Irrer würde so ein Symbol tragen. Was du nicht weißt, du verbringst dein Leben mit dem Irren, der das Ding für den Typ geschmiedet hat. Er scheint kein so übler Kerl zu sein. Du fragst dich, was irgendwen dazu bringen könnte, für Leute wie Blackstock zu arbeiten. Aber dann heißt er auch Ursus. Ursus war ja der nicht sprechen konnte mit der verbrannten Fresse. Das Band ist an den Schlüssel gebunden, den er nach dem Schließen der Tür in seine Tasche gesteckt hat. Finesse Scherge hat den Schlüssel an einer Schnur in seiner linken Tasche. Das heißt, da müssen wir irgendwie dran. Today, I will die for the last time. It seems amazing, impossible, but last.
Dann noch mal hin. Die Kachel steht noch weiter hoch als vorher, viel höher als das irgendein Rollstuhl noch überwinden könnte. Will ich mal schauen, ob ich hier... So. Die jetzt schon mal einmal ausgewechselt. Roland was fixing up the plants in the lounge, I think. Another loser. It seems like everyone's got time off except that stupid gardener and I. Well, and Amanda. I could use some time off myself. Not that I'm complaining. Große Kiste, blablabla. Perfekt, dann die Kiste reißen. Aus der linken Tasche von Lenny oder Ursus hängt eine Schnur, die an dem Schlüssel zur Tür befestigt ist. Das war ein Plan. Da du weißt, dass die beiden Spaziergänger noch einige Zeit brauchen werden, um auf ihre 2 Stunden zu kommen, durchsuchst du den gesamten Keller erfolglos nach John. Schönen guten Abend, bis du eine Tür am Ende des Kellers findest. Ja, erstmal umschauen hier in Ruhe. Der Scheiß. Das lässt man einfach liegen. What do you want? Pauline? How did you get here? I'll tell you later. Right now, all you need to know is I placed cameras and microphones in the Neo. From my tablet, I can see what they're doing in the hall where you spoke to Baxter. I found a judgment coin. What? No need to thank me. Well, whatever. It's up to you. Oh, and the most important thing. As soon as I open this door, we're getting out of here. I'm not going anywhere, Pauline. I can't leave the treaty or... No, I've got too many things to settle. But Boris is in danger. Please, take him. Are you crazy? You've got to come with me. You're not going to change my mind, Pauline. I've remembered things about myself that... Look, I don't deserve immortality. I'm the only person to blame for all of this. If I don't fix this, we'll spend eternity running away from someone. Please, just do as I say. Save Boris, and I'll take care of the rest. Und halt eine Horde einfach ab, oder nicht? Er sieht erschöpft aus, aber nein, das ist noch etwas anderes.
Seine Augen haben noch nie Glück ausgestrahlt, aber jetzt liegt etwas Finsteres in ihnen. Echt jetzt? Trotz der Situation, der Gefahr, in der ihr beide schwebt, denkst du gerade an sowas? Oder vielleicht sollte ich sagen, genau wegen statt trotz. Was wäre, wenn du dich von John nicht wegen seines Naturells langweilig angezogen fühltest, sondern weil er die Gefahr zu einem Teil deines Lebens gemacht hat? Da noch mehr. John! You need a 4-digit code to open the door. Since it's Hinnes's lab, maybe the password is a date that's important to him. What year was he born in? I'm not sure. I think it was around 1445. When did you find that cursed book? It was a few years after arriving at Santa Brigida. It must have been around 1483. Ich lasse das erstmal dabei bestehen. Das war das erste, 1443 oder 45. Das andere war 85, glaube ich, ne? John! You need a 4-digit code since it's... When was the Order of the Flesh founded? 1497, for sure, I think. When did you carry out that transmutation ritual? That I do know, 1501. 1497. Eins 501. John, the door is open. Bring Boris. Okay, but Boris isn't ready yet. Close the door in case someone comes, and hide while I convince him. Das erklärt den Geruch nach Wein. Ja, offenbar. Finesse und seine Alchemie. Manche Dinge ändern sich halt nie. Du schaust hinein, entdeckst jedoch nichts, was von Nutzen sein könnte. Nun, immerhin scheint Finesse seine Ausrüstung auf den neuesten Stand gebracht zu haben. Kommt dir das bekannt vor? Finesse hatte so etwas in seinem Labor unten im Keller von St. Fergus. Noch irgendwas machen? Ja, gar nichts. Du nimmst ihm den Knebel und die Augenbinde ab, doch der Kerl lässt sich einfach nicht aufwecken. Wir haben ihm die Hände und Füße gefesselt, wie auch bei dir.
John! Here, this might come in handy. Dir ist nie in den Sinn gekommen, dass dieses Kellnerbesteck ein Folterwerkzeug sein könnte. Noch nie. So. So, könnte das hier irgendwie... Falls die andere ist komplett weggetreten. Kann ich ihm nicht helfen? Oh, noch irgendwas gerade. Komisch. Du könntest eines der Fässer öffnen, Boris betrunken machen und nein, das würde vermutlich nicht gut ausgehen. Ah, was ist das? Meerrettich. Auch 500 Jahre später ist er immer noch von den gleichen Substanzen wie besessen. So, das kann ich mit ihm hier verwenden. Joke! I'm so glad to see you. I'm awake. We don't have time, Boris. Pauline is waiting for you outside. As soon as I untie you, you need to get out of here. What about you? I've got some things I need to do. But I'll catch up with you guys. No way. If you stay, I stay. Did I already mention that I'm awake? You've got to escape. For Danny. How else are you going to find him? Oh, there's something I didn't tell you. While we were in the catacombs, my super mega grandpa found him. He's there with him, Choke. He always has been. Boris. I've been asleep for a long time, Choke, but now I'm awake. Danny is no longer here. The party's over. Are you okay? Hey, I'm not sad. It's more like a release. Danny is okay. Dead, maybe. But as we all know, dying is not all that tragic. Boris, trust me. You've got to go with Pauline. Yeah, you wish. No, sir. I'm staying with you. Choke, choke. This is dangerous. We could both die, Boris. I need you alive to remind me who I am if they kill me and I come back to life. Tell the boss to remind you. She's your girlfriend. Hey, you two could make me a Danny. Please hurry. Boris, you could die. It's better that way. Then I'll see Danny. It's not like anyone's waiting for me out there. Boris, trust me. You've got to go with Pauline. Yeah, you wish. No, sir. I'm staying with you. Choke, choke. If I stay, someone's got to look after Pauline. Choke. Are you playing the damsel in distress card with me? How am I going to take care of anyone? I'm completely nuts. Boris, trust me. You've got to go with Pauline. Yeah, you wish. No. We've been through this before, Boris. It wouldn't be the first time we're separated under similar circumstances. But just remember, no matter how far apart we are, I always come back for you. Yeah, I know that.
But hey, if I can spare you the trouble of coming back to get me... Boris, trust me. You've got to go with Pauline. Yeah, you wish. No, sir. I'm staying with you. Choke, choke. By the way, this powder is awesome. What a find. Oh, thanks. Now I can scratch my itchy nose. Wenn es heute Abend nicht wie geplant läuft, könnte dies das letzte Mal sein, dass du ihn siehst. So. Bist du dir sicher, dass es unbedenklich ist, so etwas in seinen Händen zurückzulassen? Boris, trust me. You've got to go with Pauline. Yeah, you... Sonst kann ich ja eh nichts machen, ne? Was springt der denn da unten rum? Guck hier nochmal. Ist noch irgendwas macht hier? John, the door is open. Bring Boris. Okay, but Boris isn't ready yet. Close the door in case someone comes, and hide while I convince him. Schauen wir mal noch, was noch so in der Tasche ist hier. Seitdem John in dein Leben getreten ist, kommen dir die seltsamsten Sachen zu alltäglichen Gegenständen in den Sinn. Zum Beispiel, damit könntest du an einer Tür horchen, falls das nötig sein sollte. Aber John würde nicht mal die Möglichkeit dazu sehen. Was würde er sehen? Einen langweiligen Weinausgießer. So, mitnehmen kann ich den jetzt nicht. Zum Ding ließe sich prima jemand abstechen. Das Witzige ist, dass John, der alte Langweiler, nur genau das sehen würde. Einen normalen Flaschenverschluss. In deinen Händen könnte man damit einem attraktiven, aber unaufrichtigen Kunstexperten mehrere Zähne ziehen. Der arme John würde das Ding einfach nur als das sehen, was es ist. Ein normales Weinaccessoire, mit dem man die Folie oben an einer Weinflasche einschneiden kann. Damit könnte man einen Vergewaltiger davon abhalten, mit seiner Männlichkeit jemals wieder jemandem das Leben zu ruinieren. Was würde John mit seiner unglaublichen Vorstellungskraft darin sehen? Einfach einen Tropfenfänger, der dafür sorgt, dass die Weinflasche beim Einschenken sauber bleibt. Okay, mehr gibt's hier anscheinend nicht. Achso, jetzt hat sie das wieder. Muss ich das jetzt zurückpacken? Bevor ich was Neues nehmen kann? Ich kann ja nichts anderes nehmen. Okay, dann nimm wenigstens das Messer wieder raus. Schenk hat den Schlüssel an einer Schnur seiner linken Tasche. Das habe ich auch erledigt. Das habe ich auch erledigt.
found a judgment coin. What? No need to thank me. Well, whatever. It's up to you. John! I placed cameras and microphones in the Neo. From my tablet, I can see what they're doing in the hall where you spoke to Baxter. Scheint ihn reichlich wenig zu interessieren. Das habe ich alles schon gelesen. John! Here, this might come in handy. Irgendwie muss ich ihn ja anscheinend davon überzeugen, hier wegzugehen. Boris, trust me. You've got to go with Pauline. Yeah, you wish. No, sir. I'm staying with you. Choke, choke. Vielleicht könnt ihr sich auch einfach nochmal unterhalten hier. John! How can I convince you to come with me? Didn't you want to have kids? To hell with Baxter and Gines. I'm sick and tired of the past. Let's look to the future. I don't want to bring children into this world. With me, they'd always be in danger. And would they also be transmuted? Or would we have to watch them die of old age? Pauline, I'm coming to realize that no immortal can lead a full life. I'm recording everything that's going on in the hall where the Neo is. If I see the footage, I'm sure I'll find something to incriminate both Baxter and Gines. We'd only have to edit it and send it to the police. Baxter is a millionaire. She'd find a way to go scot-free. You say you've done terrible things. I know you, Mr. Boring. They can't be all that bad. Remember what I was like when I was Choke? That's nothing. I've killed, tortured, tricked, betrayed. I don't deserve to live, let alone live forever. That wasn't you. I'm never myself. That's the problem. I figured out how to escape, and Mole is waiting underground to guide us through the tunnels. Then what? We live underground so that they can never find us? Der ist aber ganz schön negativ drauf, der Mann. Didn't you say I'm the best thing that ever happened to you? Then come with me. The best things aren't always the most decisive. Sometimes the worst matters most, precisely because they get in the way of the best.
You need a 4-digit code to open the door. Since it's Hinnes's lab. It's strange that I never asked you this, but what year were you born in? 1466. Although, it was a bit strange. According to Hinnes, an old man stayed at my father's castle. He was traveling on his own. The next morning, when they entered his bedchamber, the old man had vanished, and in his place, there was a baby. Me. Was hat gesagt? It's strange that I never asked you this, but Ja, ich habe das schon wieder vergessen. what year were you born in? 1466. Although, it was a bit strange. According to Hinnes, an old man stayed at my father's castle. He was traveling on his own. The next morning, when they entered his bedchamber, the old man had vanished, and in his place, there was a baby. Me. Wieso ist das denn immer noch offen hier? You need a 4 since it's... So. What year did you see him for the first time? It must have been, 1481, give or take. Okay. 1466, auch wenn ich weiß, dass es hier... Ja, ich bleib bei 1501. Pauline zufolge wartet Mole in der Kanalisation. Ja, vielleicht kann ich ihn damit überreden hier. Help me? Who else? She doesn't really get along with Pauline, and I'm not going anywhere. Oh, poor girl. I can't leave her waiting like that. I think she likes you. Maybe she wants to make Danny's with me. So are you going then? But only because you asked me to. Okay, we'll wait for Pauline to open the door, and then you'll do just what she says. I managed to free Boris. Get him out of here. Okay, John. You win for now, but don't think you're gonna get your way. Now. So hang in there, because I'll come back for you. Sobald Mole Boris weit von Baxters Villa fortgeschafft hat, meldest du dich bei den Kameras im Neo an und hältst Wache. He cried blood when he started reading it, just like you said he would. If you did anything to Pauline... I've known Father Hinnes for a long time, ever since I found him in that nursing home. Surprise! We even found a judgment coin. The time has come. Please, kill me. Ja, die Zeit ist reif, wie es scheint. Hello, who's there? Hi, this is Pauline Petit. Oh, wow. I was wondering if you've seen my beau around here. You know, cute, pointy jaw, looks kind of dazed. Hello? Hello? Are you there? Don't move, Frenchie, or your brains will be all over the intercom. I'd love to see the look on their... no. Let's go inside. You tricked us. Miss Baxter! Ursus?
Find anything, my dear Vulcan? It's funny. I granted you immortality, and now I beg you to take it away from me. No. What? No, Vulcan, please. You have to. I don't deserve this. You didn't grant me immortality. According to this, only a person transmuted by the creators of the treaty can understand its pages. And I understood them way before St. Fergus. Whoever they were, they transmuted me as a child, centuries before I even met you. You only overwrote the process, allowing me to come back as an adult instead of a child. But I'll help you. Reverting the process is simple. Everything we need is on your table, including the coin. Thank you. Thank you. You don't know how much I need this. You're not the only one. I'll be drinking too. John. No, Pauline. I told you, I don't deserve this either. I don't deserve losing you. So you were an asshole centuries ago. Get over it and carry on. It's about time. But it's not all about that. Believe me. What if it was immortality itself that corrupted me? What if it happens again? Besides, no matter how much I try to hide it, no matter what kind of ordinary life we intend to lead, someone will always find me and come after me to take advantage somehow. But what about me? What am I supposed to do? I don't know, Pauline. That's your call. I think I'll follow you. I can't say this wasn't fun, but it wouldn't make sense without you. Are you sure? I think so. Besides, we're young. If we change our minds, we can always look for another coin. All right. Thanks, Pauline. Let's do this. The time has come. At last. Thank you, my son. Thank you. There's only one thing that pains me. How can I let you go after a lifetime of searching for you? No. You're coming with me. John! John! Oh, John! My good Vulcan. John, no, no! Years before, an old man who claimed to be a messenger of the King of Naples spent a night at your father's estate. The next morning, he had disappeared, leaving behind all of his belongings. His clothes were lying on the bed, covered in blood. And among the clothes and blood, they found a happy and healthy baby. You. Whoever they were, they transmuted me as a child, centuries before I even met you. You only overwrote the process,
allowing me to come back as an adult instead of a child. You win, John. Kurz darauf wird die Polizei einen anonymen Anruf von einer Frau bekommen, die behauptet, sie habe Flüsse aus der Villa gehört. Morgen wirst du dann dafür sorgen, dass die Polizei ein passend geschnittenes Video bekommt, aus dem eindeutig hervorgeht, ohne dass du noch weiter eingreifen musst. Das wird dafür, nur du wirst überall erkennen. Das in ein paar Jahren. Wenn man endlich alt genug sein wird, dann wird was ich gestern zurückgekommen habe.
Choke! Oh, Choke! Thank you! It's your birthday! Okay, das war erstmal die erste Day Origins. Danke allen Zuschauern, die live dabei waren und auch allen, die sich das schon im Nachhinein angeguckt haben und angeschaut werden. Ich weiß jetzt nicht, ich werde heute jetzt noch kein neues Spiel starten, obwohl ich schon Bock hätte. Ja. Ich denke, ich werde... Ich weiß nicht, lasst euch überraschen. Ich weiß selbst noch nicht, welches Spiel eigentlich hatte ich ja Resident Hour geplant, aber mal sehen, vielleicht spiele ich auch was anderes. Auf jeden Fall, wenn es heute nicht weitergeht, geht es morgen weiter. Bis dahin nochmal danke fürs Zuschauen, guten Rutsch an alle Spieler und Gucker. Okay, bis zum nächsten Mal.